Ja, hallo, hier ist wieder Klaus von der älteren Generation mit seinen 4 Kartoffeleckern und Sesselwort. Also, was ist heute zu tun? Ich muss mal auf die Karte schauen. Also, wir haben 46, 7 Uhr. Also, wir müssen hier Ernten abernten. Okay, dann sollten wir das mal anfangen. Das Wetter lässt heute Ernten zu und von daher sollten wir die Gelegenheit mal nutzen. Wo sind meine Traktoren? Wo ist mein kleiner Traktor? Wo ist der? Und der hängt da dran, okay. Dann können wir mit dem schon mal zum nächsten Feld fahren. Feld 25. Da liegen Kartoffeln am längsten drin. Dann müssen wir das mal ausholen. Feld 25. Das Feld da hinten. Ich fahre ja einfach mal so durch. Das ist ja sowieso, ich habe keine Fuchsstellung angeschaltet. Von daher habe ich jetzt 4. Alle 4 Ecke kann ich jetzt hier ernten. Also mache ich das jetzt mal. Die ersten 2 rein, die ersten 3 rein. Mache ich jetzt. Okay. Und wie sieht das aus? Gut sieht das aus. Also können wir mal was absinken und dann können wir was einschalten. Okay. Und jetzt können wir mal die 3 Reihen reinnehmen. Und dann fahren wir die mal ab. Und die ersten 3 Reihen ab. Und um die erste Karoffelernter reinzuholen. Also das Feld vorne brachte also 21,6 Tonnen, 1000 Liter Kartoffeln, also in Masse an Volumen. Okay, dann fahren wir jetzt mal wieder hoch, mal ausmachen, mal hochschalten, dann fahren wir hier mal gleich rum. Dann fahren wir hier so rum, dann fahren wir hier so rein. Wo sind wir jetzt? Jetzt die 3 mit der Reihe von Blabowitz, okay. Jetzt haben wir den hinten dran. Jetzt machen wir den wieder an und den runter. Und dann fahren wir hier die Reihe ab hier. Dann fahren wir die Reihe ab. Schön da bleiben, schön der Spur bleiben, nicht ausweichen. So. Und dann haben wir das hier. Moment, sind wir durch. Jetzt sind wir durch noch ein Stückchen. Und dann habe ich die auch noch. Und dann fahren wir den wieder runter. Jetzt schlagen wir ein. Und jetzt müssen wir den vorne wegfahren. Wie sieht das aus? Können wir jetzt die nächsten 3 Reihen? Jetzt möchte ich die nächsten 3 Reihen hier fahren. Habe ich die jetzt? Ich meine ja. Okay. Nun muss ich richtig einfädeln. Das habe ich aber nicht richtig eingefädelt, so hätte ich einfädeln müssen. Also, dann muss ich ein bisschen weiter nach rechts fahren. So, damit ich die 3 Reihen bekomme hin. Hier haben wir 3 Reihen quasi. Also 2 Reihen, okay. Und die ist, und einschalten, Abmarsch. Und die nächsten 3 Reihen. Und der Rest ist dann halt nachher für die Abend. Also, jetzt die 3 Stück. Also,
die zweite Kartoffelernte, die ich mache. Irgendwie habe ich schon was im Hals. Ich bin sowieso einsam. Und dann fahren wir mal am Tisch shoppen. So. Und dann fahren wir da hoch. Den Mann fällt. Dann fahren wir die da ab. Das wird jetzt einfach gehen. Okay, sind wir schon da. Können wir einschalten, absenken und los geht's. Und los geht's. Weiter dran. Weiter dran. Also der Helfer, der arbeitet natürlich anders. So umständlich wie möglich, weil je länger das dauert, desto besser. Also abschalten, hochmachen und denken, weil dann verdient er ja mehr. Okay, haben wir jetzt die nächsten 3 Jahre haben wir jetzt hier. Und jetzt fahren wir die 3 Jahre und dann einfach einschalten, abschalten und los geht's. Bauen die nächsten 3 Jahre ab und den Rest machen wir in der Nacharbeit. Okay, weiter geht es. Wann habe ich jetzt angefangen? Wir haben jetzt 7:20 Uhr. Wann habe ich angefangen? Ich muss aufpassen, wenn der Tank voll ist. 5000 haben wir schon, dass ich dann nicht verpasse. Also, zu 3 Kartoffeln, das sind aber, wie viel sind das, wie viel Liter? Ich weiß nicht genau. Sind wir jetzt weit genug? Mit denen auch noch, okay. Jetzt können wir ausmalen, dann hoch, dann einsteigen. Ja, also, mit dem komme ich schon mal ganz gut zurecht. Und dann können wir jetzt hier. Dann fahren wir hier das ab. Und einschalten und ab die Post. Also ich arbeite hier schneller als der Helfer. Da kann der Helfer sich nur eine Scheibe davon abschneiden. Wieso habe ich dann welche stehen? Ist egal. Armen kostet. Die Armen sollen auch leben. Jetzt sollen die stehen. Und jetzt sind wir durch. Noch nicht ganz. So, jetzt sind wir durch. Okay. Abschalten. Einmal wenden. Also was ich sonst nie mache, ist quasi was ich nie mache, ist so, sind wir da, können wir einschalten und dann absenken. Und dann kann es losgehen. Die nächsten 3 Reihen. Ich würde die Reihen noch mal zählen, wie das sind. Wieso geht es so langsam? Habe ich irgendwas verkehrt gemacht? Nee. 7400 haben wir von den Litern her. Und dann können wir gleich abtanken. Dazu springe ich dann in den anderen Traktor ein. Ich brauche ja nur mit der Tabkaste, kann ich ja von einem Traktor auf den anderen springen. Und dann werde ich kurz den Akkulader anhängen. Und jetzt sind wir durch, noch ein Stückchen. Okay, haben wir auch. Und dann können wir ausfahren, senken. Dann fahren wir hier so. Was haben wir? 8000 haben wir. Also, nächste Reihe abfahren. Und dann fahren wir jetzt hier lang. Dann fahren wir lang, stopp. Stopp, stopp. Stopp, stopp. Und ein bisschen zurückfahren. So, jetzt absenken.
und dann absenken und dann Marsch. Und dann Marsch. Wieder drehen. Und die macht mal platt hier. Müssen wir drüber fahren. Haben wir jetzt keine Zeit für. Drehen, nehmen wir mit. Und dann bleibt er eben halt was stehen. Wie lange sollte ich auch mal richtig abschätzen können? Und eine Anzeige, dass ich dann weiß, wann habe ich das jetzt geschafft, wann nicht. Dafür hat man einen Spiegel eigentlich, aber irgendwie mit dem. So, hier, die Datei, ja genau. Hier ist die Datei. Hier ist die Datei. Und da müssen wir ein bisschen zurückfahren. Okay, einschalten, absenken. Dann fahren wir die Datei wieder 3 Stücke ab. Und dann wieder da. Sind wir jetzt bei voll, ne? 9700 genau. Wir sind gleich voll. Müssen wir aufpassen. Dann können die ersten 10.000 hier abdenken. 9.890. Und wann haben wir sie? Jetzt haben wir sie, okay. Dann schalten wir das mal ab, dann machen wir das hoch. Dann fahren wir mal das so aus. Auf welcher Seite ist das so? Hier auf meine linken. Okay, dann holen wir mal den anderen hier. Dann fahren wir mal. Nee. So. Dann fahren wir jetzt hier. Da so mal. Dann fahren wir da mal so hin. Und dann holen wir die mal. Also da passen 20.000 Liter rein. Und 21.000 hatte ich im ersten Feld. 21,7. Und wollen wir mal einschalten. Okay. Und das hintere Feld, da hatte ich 26. Und jetzt, dieses Feld ist mein zweitgrößtes, mein drittgrößtes eigentlich. Und das erste ist das kleinste. Ja, wieso ist der nicht ausgeklappt jetzt? Bin ich auf der falschen Seite? Wo? Ja genau, ich bin auf der falschen Seite hier. Okay, schauen wir mal sehen, ob wir das jetzt hier noch hinkriegen. Okay, schaffen wir so. Dann können wir die Kartoffeln einschippen. Ja, sieht doch super aus. Super. Haben wir die ersten 10.000 drin? Haben wir schon mal 3.000 Euro verdient. So viel bringen ungefähr 10.000 Kartoffeln, 10.000 Liter. Und dann stellen wir den wieder hier unten hin. Stellen wir den hier hin. Und dann Stopp. Dann wechseln wir wieder. Da sind wir. Können wir das Rohr wieder anfahren. Und ja, dann können wir jetzt hier den einschalten, den runter machen. Dann können wir jetzt hier die 3 Stückchen nehmen. Packen wir die ein. Sind wir vielleicht bei stehen geblieben, aber ist egal. Wollen wir nicht so kleinlich sein, Hauptsache, dass wir den Großteil der Ernte richtig eingefahren haben. Dass ein paar Reste da sind, das bringt so viel gar nicht. Das macht es nicht aus. Die Masse macht es. Okay, und den auch dann wieder hier um. Und wo sind wir jetzt hier? Hier sind wir. Und dann fahren wir hier so rein. Und dann fahren wir hier rein. Okay.
am Anfang und dann geht's los. Dann geht es los. Fangen wir den hier ab schon. Und den zweiten 2000. Dann haben wir, ich schätze mal so, es müsste hier so 22.000 geben. Stopp. 22.000. Noch ein Stückchen weiter. Okay, haben wir. Denken. 22.000, vielleicht 23, wenn es gut läuft. Je nachdem, ob ich jetzt die Ecken hier abfahre oder nicht. Moment, ich sollte mal ein Stück zurückfahren, dass die nicht richtig einschlafen hier. Okay, abschalten, einschalten. Ich möchte 3 Stück haben. Ich möchte 3 Stück haben hier. Also auf der Spur möchte ich bleiben und den dann hier durchziehen. Okay. Ich habe mir sogar wie einer jetzt stehen lassen. Ich weiß nicht genau. Jedenfalls nehmen wir die jetzt hier mit. Und ein richtiges Loch haben wir da rein. Und jetzt noch ein Stückchen, ne? Bin ich jetzt durch. Ne, so, jetzt bin ich durch nochmal. Haben wir den auch noch. Also, dann fahren wir hier um. Die nächste Runde. Also ich meine, ich steige sogar den Helfer mit meiner Technik. Also einsteigen und abwarten. Aber haben wir. Und sind wir okay. Dann hoch. Dann einsteigen. Ja, seit ich jetzt weiß, wo ich jetzt auf dem Sideboard hier einsteigen muss, geht das natürlich immer besser. Jetzt werden wir hier mal welche mitnehmen. Hatte ich zumindest vor, aber meine Länge will nicht immer so. Dann fahren wir hier mal so rein. Dann fahren wir hier so rein. Dann nehmen wir die Runde mit. Dann nehmen wir hier die Runde mit. Dann können wir hier nochmal anfahren, wo wir hier auch ein paar mitnehmen. Dann nehmen wir die auch mit. Okay. Dann haben wir die auch. Und dann fahren wir da oben hoch, den anderen. Und dann mache ich da vielleicht so eine extra Arbeit. Nehmen wir da auch eine extra Tour mit. Da steht schon der erste. So, dann können wir den mal absenken. Und dann sind wir jetzt hier drin. Über die Reihe mit hier. Und dann fahren wir ein bisschen rüber. Über die Reihe auch mitnehmen. Ja, gut, dann fahren wir wieder eine Runde. Moment, ich mache mal hoch. Dann wird sich leichter. Dann wendet sich leichter das. Dann fahren wir jetzt hier mal rein. Ich habe hier absenken, ja. Aber dann fahren wir die Reihe ab hier. Dann fahren wir die Reihe ab. Moment, ich habe nichts eingeschaltet. Wenn ich einschalte,
der kann auch nichts einpacken hier. Von den Kartoffeln. Da sind aber schöne Felder hier, 2 Reihen. Okay, das ist immer drin, ne? So ganz genau. Ich spanne das nicht so hin. Dass man ein bisschen nacharbeiten muss. Okay, dann fangen wir jetzt hier wenden. Und dann schauen wir mal, wo wir jetzt hier hinkommen. Dann nehmen wir jetzt hier die nächste hier. Dann nehmen wir jetzt hier die 3 Stück. Okay, ein paar einschalten, absenken und Marsch. Haben wir wieder 3. Müssen wir bald voll sein. Wir sind schon wieder bei 9000. Wir sind schon bei 9000 wieder. Und okay, dann können wir den. Haben wir? Dann denken wir den ab. Dann fangen wir da hinten rein. Was haben wir jetzt? 6000 haben wir. Ich bin am Turm. Bin am Turm von 10.000. Fangen wir die da hinten ab. Die fangen wir jetzt ab. Stopp. Senken. Und Marsch geht's. Dann fangen wir die ab. Dann haben wir die auch drin. Ja gut, haben wir. Und dann haben wir da hinten noch ein paar. Die haben hier stehen, oder? Können wir die hochfahren. Und dann fahren wir ein bisschen schneller. So. Und dann fahren wir da hoch. Dann fahren wir da hoch jetzt. Dann fahren wir hier so runter. Dann fahren wir jetzt rein. So. Dann fahren wir jetzt rein. Stopp. Abschalten, einschalten. Haben wir Marsch. Marsch haben wir. Dann wollen wir weiter rüber. Dass wir neben die reinbekommen, dass wir möglichst viel Kartoffeln einpacken. Und dann nehmen wir welche. Okay. Und sind wir durch. Jetzt sind wir durch. Hier wieder hoch und wieder runter. Ja, eigentlich müssen wir da langsam jetzt hier drin sein. Die nächste Reihe. Dann fangen wir die Reihe ab hier. Dann fangen wir die Reihe ab. Hier ist es. Okay, und Marsch geht's. Und Marsch. Abmarsch. Also, haben wir eine schöne Zweireihe. Und dann haben wir die Sache bald zum Ende hier. Haben wir das erste Feld heute schon mal geerntet. Und ja, sind wir schon wieder 2 Stunden unterwegs hier. Das Ernten hält auf. Aber ist ja schöner jetzt wie das Ernten mit dem Drescher. Ja, ist irgendwie anders, mehr Handarbeit. Da zählt man die Menschen die rein. Da weiß man, was man gemacht hat. Ja, 10.000 Liter hier. Okay. Dann hoch. Und dann sind wir bei 8.000. Dann fangen wir die nächste Reihe ab. Aber was habe ich gemacht hier? Bin ich wieder fest irgendwo? Sieht so aus. Was habe ich hier verkehrt gemacht? Und da wieder Baumstimmung von der Nähe.
Okay, hier runter, dann hier ein so. Okay, stopp. Und jetzt absenken und Marsch. Dann Marsch. Und dann wie weiter rüberfahren. Die Kartoffeln auch noch mit. Nichts verschenken. Jetzt sind wir bei 9900, okay. Haben wir sie gleich wieder voll. Aber gleich abtanken. Also, zum Abtanken war ich jetzt hier vielleicht, die extra Reihe, nehme ich die jetzt hier. Mal sehen, ob das heißt. Das heißt, ob ich damit hinkomme. Und dann haben wir dann noch welche. Hier können wir noch welche abernten. Dann nehmen wir die Spalte hier noch. Und die Reihe. Ne, der will nicht. Der will nicht. Also, wenn wir dann noch welche mitnehmen. Wenn wir da reinkommen, nehmen wir die mit hier. Das heißt dann aber auch nicht. Also, müssen wir mal sehen, dass wir die hochmachen. Sind wir zu weit. Ich muss noch weiter hoch. Ich muss noch weiter hoch. Haben wir hier noch irgendwo eine einzelne Reihe stehen? Da hinten haben wir was stehen. Wollen wir was mitnehmen? Stopp. Wenn ich die jetzt einpacke, reicht das dann? Reicht das oder reicht das nicht? Reicht nicht. 1906. Mir fehlen noch 100 Liter Kartoffeln. 100 Liter Kartoffeln noch zum Abtanken. Wieso ist das jetzt so schwer? Da steht man noch eine Reihe. Dann nehmen wir die da mit. Stopp. Dann nehmen wir die mit. Jetzt schauen wir, dass wir den vielleicht packen da. Nehmen wir auch keine 100 Liter. Dann können wir da hinten den einzelnen noch nehmen. Nehmen wir den dann noch den einzelnen. Und da fahren wir vorbei. Und den jetzt. Und sind zwar ein paar mehr geworden, aber ist dann auch nicht besonders viel. Also bleibt also nichts über. Wir sollen doch in die Heimat fahren und dann abschränken. Okay. Und jetzt tanken wir also voll. Gut, da sind wir also. Jetzt sind wir voll. Also ausschalten, hoch das Ganze, den ausfahren, das O. Wo ist der jetzt? Hier auf der rechten Seite, hier auf der linken Seite. Also, an den LKW. Und dann fahren wir mal. Müssen wir jetzt mal zum Abtanken fahren. Und dann machen wir das jetzt. Dann fahren wir zum Abtanken. Machen wir das schön drunter. Okay, wie sieht das aus? Wo sind wir? Weiter, da sind wir. Noch ein Stückchen weiterfahren. Okay. Wo kriege ich jetzt einen guten Preis für die Kartoffeln? Schauen wir mal.
Wer hat die gute Kartoffelpreise? Da haben wir so die Rüben. Da sind die Kartoffeln da. 378 wäre bei der Hensch. Dann fahren wir zur Hensch. Okay, dann fahren wir zur Hensch. Und 378. Das sind, dann kriegt er 7.400 raus ungefähr. Okay, dann fahren wir schnell zur Hensch. Dauert zweimal eine Weile, aber ist egal. Ist egal. Das ist meine Zeit, in der ich Geld verdiene. Da habe ich meine Abwechslung. Also, jetzt haben wir schon ein Feld Karoffelernter gemacht. Jetzt fahren wir die ersten einholen. 7.400 für heute. Und dann könnte ich heute ein zweites Feld holen und mal abernten, oder will ich? Wenn ich heute ein zweites Feld abernte, dann käme ich so auf 14.000. Und dann noch Ballen heute. Ein paar Ballen machen. 10 Stück, 12 Stück. Und damit vielleicht auch nochmal noch ein bisschen was. Okay. Ich muss sagen, ja, ich wollte gerade meinen Smoothie trinken, aber denken und Smoothie trinken sieht das Programm nicht vor. Okay, wie lange brauche ich eigentlich dafür? Müsste ich mal die Zeiten messen. Also, 3 Stunden bin ich schon da, ne? Von 6 bis 6.30 Uhr bis 39, 2 Stunden Kartoffelernte. Also 20.000 habe ich also verdient in 2 Stunden, oder? Ist egal. Zeit schlägt nicht zu Buche hier. Zeit kostet nichts. Ich bin ein Städter und mit der Uhr aufgewachsen. Und als Landwirt tickt die Zeit anders. Da braucht man keine Uhr. Wozu braucht der Landwirt eine Uhr? Der weiß, wenn es hell wird, dann steht er auf, fängt zu arbeiten. Und wenn es dunkel wird, hört er auf zu arbeiten. Da braucht er keine Uhr. Aber ich jetzt als Städter, ja, wie kann ich hier die Uhr sinnvoll einsetzen? Ich habe heute immer schon mal ausgerechnet, wie das hier mit der Zeit ist. Ich brauche also was war das? Also 12 Minuten ist also eine Stunde und 12 Minuten sind eine Stunde. Wenn ich also 10 Stunden arbeite hier, also Spielzeit habe, Computerarbeit, 10 Stunden, dann sind das 120 Minuten, also von 6 bis 6. Das sind 2 Stunden und ja, so viel haben wir aber nicht. Wir haben jetzt mal 4 Stunden, das heißt, wir sind bald bei einer Stunde ungefähr. Okay. Also, auf dem amerikanischen Rancher.
Und was hatte ich hinterher? Okay, für den Abspeichern. Für die 10 hoch, ja. Muss ich vielleicht ein bisschen vorfallen. Okay, dann gibt es heute, was kriegen wir dafür? 7500, ja. Jetzt eine Auto ist ja schon mal gut. Und dann fahren wir mal hier runter, mal eine Kurve machen, dann fahren wir wieder zurück. 7500 und dann, ja, Spritkosten habe ich jetzt nicht ausgerechnet. Ich weiß gar nicht, wie viel Sprit der hier für die Strecke verbraucht. Wie lang das hier ist. Jetzt fahren wir hier rein. Hier hoch so. Okay. Ja. Also 7500. Schon mal ein schöner Verdienst heute. Und dann machen wir gleich, kommen noch ein paar 600 dazu jetzt vielleicht. Das Feld ist ja noch nicht leer. 600 vielleicht. Oder ich gucke vielleicht auf 3000. Oder soll ich das zweite Feld auch gleich abenden? Aber das ist noch gar nicht fertig. Die Frage ist, wie viele Felder soll ich pro Tag abernten? Wie soll ich das machen? Gestern habe ich sehr viel gesät, konnte ich auch nicht ernten, weil ich ja Regen hatte. Die muss rein, ne? Die muss rein, genau. Die geht runter. Ich kenne nur eine Geschwindigkeit, das heißt auch immer den Fuß durchdrücken hier. Und ja, okay, was haben wir jetzt? 12 und, was haben wir? 10 Uhr? 10 Uhr haben wir jetzt, okay. Haben wir die Sachen weggebracht. Und dann können wir den mal hier stehen lassen. Und dann machen wir gleich, springen wir auf das andere Gerät drauf. Und okay. Wo sind wir? Hier sind wir. Wieder roh anfahren jetzt mal. Okay, macht er. Und dann wieder mit O und absenken. Und dann nehmen wir die nächste Reihe. Dann fahren wir die nächste Reihe ab. Und so hast du hier auf einmal. Ich ja gar nicht gewohnt. Der war nicht abgesenkt. Dadurch. Okay. Habe ich wie einen Nulldurchgang gemacht. Nicht richtig eingeschaltet. Und so, okay, dann nehmen wir jetzt hier. Ich muss besser aufpassen. Dann nehmen wir hier die Reihe. Die erste gleich. Die hier, die werden wir jetzt abfahren. Okay. Einschalten, absenken und los geht's. Und dann lädt er auch Kartoffeln auf, wie man sehen kann. Jetzt habe ich hier noch 6 rein. Ich sage, das sind ungefähr so 2600, ne? Das Feld ist ein bisschen größer, meine ich. Ich weiß nicht, ob der Feuerertrag steht schon drin. Ich habe es zwar mal gedüngt.
Und ja, Ölsaat kann ich gar nicht machen hier. Weil ich gar kein Gerät habe für Ölsaat. Ich habe kein Gerät für Ölsaat momentan. Hier müssen wir jetzt runter. Hier müssen wir jetzt rein. Was machen wir jetzt? Hier fahren wir jetzt mit dieser ab. Okay, stopp, langsam. Langsam. Und dann fahren wir ein Stückchen zurück. Und dann absenken, anschalten, absenken. Und los geht es. Und los geht es. Fahren wir die auch ab. Und dann fahren wir so rüber. Vor mich. Fahren wir die Sache ab. Und dann sind wir durch. Dann sind wir durch, okay. Hier auch mal. Und auf zur nächsten Reihe. Okay, dann nehmen wir jetzt diese Reihe. Die sitzt hier. Ah. Okay. Und los geht es. Abwärts. Fahren wir hier auch. Und dann haben wir noch eine Reihe steht dann ja noch übrig. Die nehmen wir dann beim nächsten Mal. Ja, 10 Uhr. Also, was habe ich da? 1,5 Stunden gebraucht? 4 Stunden vielleicht. 4 Stunden abernten eines Feldes, eines kleinen Feldes. Also 0,7 Hektar Feldes. Okay. Dann fahren wir jetzt dann mal so rüber. Dann fahren wir hier rein. Dann fahren wir hier rein. Stopp. Und dann fahren wir jetzt hier ab. Und dann absenken. Okay. Dann los. Und dann los, ja. Super. Wir kriegen die Reihen schon klein hier. Wird auch gelacht. Und dann rüber. Fangen die auch noch ab hier. Okay, dann fahren wir hier noch was ab. Da kommen wir aber nicht an. Dann kommen wir auch nicht an. Dann fahren wir da die Reihe mal ab. Hier. Die habe ich vorhin stehen lassen. Okay. Ja. Sind wir wieder bald durch, ne? Was haben wir? 4.300, 4.200 momentan. Ich könnte mal hier was mitnehmen, damit ich nicht leer hier runterfahre. Okay. Und dann fahren wir den hoch. Und dann möchte ich jetzt eigentlich alle durch haben, oder? Jetzt schaue ich den an. Und dann nehmen wir den mit dem, wenn es geht. Und dann schalten wir den ein. So. Und dann sollten die eigentlich fahren können hier. Und einladen. Ja gut. Das heißt, wir können da welche. Da steht so eine ganze Batterie. Wenn wir hier mal reinfahren. Und dann können wir hier so die Batterie mal mitnehmen. Dann fahren wir die Batterie so ab hier. Dann komme ich vielleicht auf 4.700. 4.700. Ja. 4.700.
die Reihe mitnehmen. Aber möchte das Feld nicht total ausplündern. Ich bin heiser. Ich bin heiser. Also, hoch. Und haben wir das abgegrenzt? Ja. Also 4700 von diesem Feld. Das heißt, so steht zum Abtanken. Das nächste Feld ist dann das da oben. Ja, dass ich vielleicht abtanken, macht man das mit dem Abtanken. Die lässt man jetzt mal. Die lässt man mal stehen, dann fahren wir das so aus. Und dann springen wir mal kurz rüber. Den. Und dann fahren wir mal darunter. Haben wir dann auch nochmal 4700. Also nach dem Abhängen kann man gleich die nächste Saat reinbringen. Sehr ergiebig hier. Und da kann man eine Ernte nach der anderen fahren. Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn. Okay, dann haben wir so. Ja, erster Teil geschafft. Was machen wir jetzt? Die bringen wir jetzt erstmal zum Restaurant hier. Das ist nicht so weit. Dann verkaufen wir die dort. Nur sehr gutes Geld mit, aber wir haben den leer. Das lohnt sich auch nicht, aber ich möchte sehen, wie viel die Felder bringen. Also hier waren wir jetzt bei 24.000. 21.000, 24.000 und das hinten bringt wahrscheinlich zu 26.000 und ja, also komme ich damit in die Gewinnzone. Ich habe jetzt 2 Ernten, 2 Felder heute abgeerntet, 2 Felder bringen dann ungefähr 14.000, ne? $20.000 bringen 7.000 und hier so 24.000 bringen wie viel? Dann fahren wir mal hier drauf und okay, verschenke ich hier die Kartoffeln zum Preis, denke ich mal, lohnt sich gar nicht. 1300, okay. Sind wir damit gut? Der hat ein paar Kartoffeln von mir. Wenn ich heute sowieso heute mal ein Steak esse bei dem, dann hätte ich meine Kartoffeln dazu. Okay. Ja. Okay, was machen wir jetzt? Zweiter Schritt. Wir haben uns ein Feld abgeerntet und da braucht sich dann auch kein Kraut zu schlagen, weil der Ernter schlägt das Kraut gleich ab. Habe ich also ein Kombi gehört, das ist schon mal sehr begünstigt. Ja, also 7.000 haben wir bisher verdient, oder fast 8.000, ne? Ich muss mal nachschauen gleich. Heute haben wir gutes Wetter. Dann kann ich das nächste Feld auch abernten. Da, Kartoffeln, das hintere da,
Okay. Dann springen wir mal rüber. Da sind wir. Können wir das so wieder anfangen. Und dann fahren wir zu den anderen Fett da hinten. Dann fahren wir dahin. Fangen die oberen drei an. Fangen die ab. Das werden die jetzt hier. Okay. Und dann einmal einschalten, absenken, haben wir und Marsch. Marsch, Marsch. Das sind aber keine Dreien hier. Die sind doch jetzt wieder ja. Da war ich jetzt auch krumm und schief. Okay. Wo sind wir jetzt? Ich möchte nicht ganz bis an den Hand fahren, da geht es wieder steil runter. Okay, nehmen wir mit den hochfahren und jetzt so sehen, dass wir hier auf eine Kurve schlagen und dass wir dann hier in das Feld kommen, hier so rein. Okay, dann schlagen wir halt mal die Spur jetzt und dann C und dann Abmarsch. Dann Abmarsch. Geht vielleicht immer besser. Je mehr man das öfter macht, hat man das dann so aus. Ja, was ein richtiger Kartoffelbauer ist, der muss natürlich das Feld selber abhängen. Ne? Und das machen wir jetzt hier auch. Erst dann kann man sich auch Kartoffelbauer nennen. Wenn ich ja sind, helfen wir an, dass bin ich ja kein Kartoffelbauer. Okay, auf nach oben. Auf den nächsten Hand hier. Zu den nächsten Reihen. Wo sind die drei Reihen? Habe ich jetzt drei? Hier muss ich hin. Da habe ich die drei. Okay, einschalten, absenken und Marsch. Hier haben wir drei Reihen, genau. Das sieht sehr gut aus. Der ist auch sehr gut hier. Da bin ich zwei Reihen. Und wie komme ich immer mit Zellen durcheinander oder wie? Ist egal. Vorhin waren drei Reihen und vorne waren vielleicht so drei Reihen. Okay, noch ein Stückchen weiterfahren. Noch ein Stückchen. Dann haben wir die so. Okay. Haben wir hochheben und dann einsteigen. Dann haben wir in der Mitte weiter. Stopp. Hier weiter fahren wir. Hier fahren wir rein. Stopp. Hier fahren wir weiter. Jetzt hänge ich wieder fest hier. Jetzt habe ich wieder gemacht hier. Okay. Und jetzt können wir den absenken. Und dann fahren wir die nächste Reihe ab. Dann fahren wir die Reihe ab. Ja, also Kartoffelernten. Ist auch ganz witzig. Virtuelles Kartoffelernten. Also als Kind weiß ich auch noch, hat mein Vater auch mal Kartoffeln angebaut. Und da gab es so große Kartoffelkäfer. Die haben wir da eingesammelt. Da hat meine Mutter mir noch erzählt, dass die Amerikaner da irgendwelche Kartoffelkäfer abgeworfen hätten, um hier die Bevölkerung auszuhungern, die anderen zu zerstören. Jedenfalls haben die Nazis das erzählt. Ob das so stimmt, weiß ich nicht. Aber irgendwer muss schuld sein, ne?
Und dann waren die Nazis ganz gut, dass sie immer jemanden hatten, der schuld war. An dem waren die Juden schuld, oder es waren die Amerikaner schuld mit ihren Kartoffelkäfern, dass die Leute dann nichts zu essen hatten. Aber sie selber waren natürlich nie schuld, ist klar, ne? Okay, haben wir. Dann gucken wir mal hier so die kleinen einsteigen. Dann fange ich, stopp hier rein, genau. Dann fange ich jetzt hier so rein. Und dann einmal absenken und Marsch. Absenken und Marsch. Was jetzt stehen bleibt, bleibt stehen. Das holen wir dann beim nächsten Mal ab. Hier bleiben wir noch ein paar stehen. Okay, die packen wir jetzt ein. Okay. Und dann einpacken, hochfahren. Dann machen wir hier das nächste, die nächste Reihe. Dann fangen wir jetzt hier so rein. Ja, also, der Kartoffelbauer ist in seinem Element und erntet diese Kartoffeln ab. Ja, als Städter meine ich, mache ich mich auch schon ganz gut, ne? Ist mir ein schräges Feld hier. Ich weiß ja gar nicht, geht es jetzt hoch oder runter. Also mein zweites Erntefeld heute. Ein zweites Feld, wo gleich 10.000, das werden also auch wieder 24.000, 25.000 geben. Schätze ich mal. Und die haben wir gegeben. Dann haben wir mal Kurve. Ja, und die Zeit geht rund. Ich habe das Zuschauer eingeschlagen. Aus. Ich möchte jetzt hier so abfahren, einteilen und abfahren. Marsch geht es. Okay. Wenn man jetzt eine mal nicht bekommt, ist auch nicht so schlimm. Nimmt man die nächste mit. Nimmt man die jetzt hier mit. Dann bleiben vielleicht immer welche stehen jetzt hier. Okay. Ab. Und dann aufnehmen. Dann von den oben. Ja, klappt immer besser. Und dann machen die Reihe. Ich fahre dann die vierte Spur an. Und dann wieder runterfahren. Marsch. Und Marsch. Muss bald voll sein wieder. Ich muss bald voll sein wieder. Ich muss bald voll sein. Aber noch nicht. Also noch nicht. Ja, wir sind ja bei 9.000. Nur Zeit. Noch 1.000 ist der Zeit. Okay. Bei dem war. Packen die auch noch. Ja, haben wir. Dann bauen die hoch. Jetzt haben wir voll 9.100. 9.100. Und dann. Wie sind wir jetzt hier? Genau da, wo wir sein sollen. Das war genau das, wo wir sein sollen. Okay. Und
und Abmarsch. Und Abmarsch. Muss ich aufpassen, jetzt haben wir gleich die 10.000 Volt. Ja, na. Was ist los hier? Jetzt bin ich vorher also Ruhe ausfahren und macht er. Dann springen wir mal das andere Fahrzeug, das hier, dann fahren wir zum Abdenken mal. Welche Seite müssen wir fahren? Hier müssen wir anfahren, ne? So. Hier müssen wir umfahren. Hier müssen wir umfahren. Genau. Und dann fahren wir jetzt hier drunter. Mit dem Kühler. So. Dann haben wir die jetzt mit 10.000 hier auch. Da steht im Marsch. So. Also, wieder 10.000 Liter. Haben wir heute schon 25.000 Liter. 35.000 habe ich schon. 10, 5. Ich hatte schon 24 von drüben. Und jetzt kommen nochmal 10 hiervon. Was ist los hier? Sehr leer. Also ich bin voll okay. Ich kann abdenken. Also, dann fahren wir mal hier weg, dass wir denen nicht im Weg stehen. Und was wir da unten hin weiter von der Tüchte so, hier so. Okay. Und wieder zurück. Da sind wir. Und da sind wir, können wir wieder reinfahren. Da reinfahren bitte. So. Ich drücke dann so blind ja und drücke ich auf den Knopf. Dann macht er nicht. Dann wundere ich mich, dass er nicht das macht, was er machen soll. Also, rein in das Feld. Immoschein. Immoschein. Entscheiden und Marsch. Den muss ich den absenken. Ich habe den nicht abgesenkt. Wenn ich ihn nicht absenke, kann der nichts ernten hier. Genau. Vielleicht muss ich ihn noch zurückgehen. Hier muss ich los. Jetzt hier mal den absenken. Okay. Und sein. Okay. Auf geht's. Also. Auf geht es. Auf geht es. Also ein Drittel von dem Feld haben wir schon mal. Ja, ein bisschen mehr sogar. Die ersten 10.000 haben wir geschafft. Jetzt arbeiten wir an den 2.000, den zweiten 2.000 und dann kommt der Rest nochmal 5.000, 6.000 schätze ich. Und wo sind wir? Okay, ich will die hier hoch machen. Dann wechseln wir mal nach vorne. Und dann müssen wir sehen, dass wir hier reinfahren. Okay. Und dann schalten wir den ein. Okay. Dann fahren wir hier mal so runter. Dann nehmen wir die zwei rein, dann mal mit. Die zwei Felder. Die zwei rein hier.
Und da haben wir noch ein paar hier. Da war nichts, okay. Was habe ich jetzt hier verkehrt gemacht? Ah, also Moment, 3 brauche ich. So, hier muss ich halt dann einschalten und absenken und Marsch. Ja, natürlich ist es einfach jetzt dem Helfer bei der Arbeit zuzuschauen, aber ich bin jetzt Typ Do-it-yourself. Ich habe noch nicht so viel Einkommen, ich muss den Hof erstmal hochbringen und wenn ich nachher so große Höfe habe, dann kann ich mir natürlich auch noch einen Helfer leisten, die mir da die Füße, die Fußnägel pediküren und so. Aber momentan muss ich nur selber arbeiten. Okay? Also, ich passe schon zur Landwirtschaft irgendwie oder nicht? Will ich mir jetzt meinen. Okay, dann fangen wir einschalten und dann Marsch. Müssen die halt stehen lassen hier. Und die dann mit. Da habe ich die 3 Stück, ja. Müssen die stehen lassen, ja. Die lassen wir dann stehen. Und okay, haben wir. Die auch. Und auf Aufnahme. Und dann nehmen wir jetzt hier die Reihe. Die 3, die nehmen wir. Okay, Stopp. Ablenkung einschalten und Marsch. Dann nehmen wir diese Reihe. Jetzt haben wir 4 drin, aber gleich schon wieder. Ja, ist der Attacke unterschiedlich von Pflanze zu Pflanze oder wenn meine Pflanze zu wenig Kalk hat, was ja bei meiner Düngeweise durchaus sein kann. Ich dünge jetzt nicht so linear, sondern ich dünge so Freischnauze, also kreuz und quer. Und so, okay, dann fangen wir die Reihe jetzt ab. Und dann mal Momentum absenken. Habe ich den jetzt abgesenkt? Jetzt habe ich den abgesenkt. Okay. Dann fangen die ab, hier die Reihe. Okay, okay. Haben wir das Feld also auch? Ja, wenn ich jetzt jeden Tag machen müsste, 8 Stunden, da könnte ein ja mit Jagen, mit der Tätigkeit, da brauchen wir natürlich auch Musik dabei. Ich habe die Musik momentan noch ausgeschaltet und weil ich ja keine Musik brauche. Ich muss hier auf die Spuren konzentrieren. Strom ist sowieso schon viel zu viel herum. Also von da fahren wir jetzt erstmal hier die Tür ab. Hier fahren wir rein. Und dann können wir das mal absenken. Dann senken wir das mal ab. Und so. Also, hier fahren wir entlang. Und also 4 Stunden kann man sagen, 4 Stunden für ein Feld, für das Abernten.
Ich habe ja um 7 Uhr angefangen, von 7 bis 10. Und ja, jedenfalls habe ich heute einen guten Erntetag. Einen guten Erntetag mit 14.000 ungefähr. 14.000, 15.000. Also, aber wechseln. Und morgen werde ich auch einen guten Erntetag haben. Da ist das große Feld, das hier ansteht. Ich muss doch hier so runterfahren. Und dann absenken, du bitte. Okay, in der Familie, diese Spuren dann macht er nicht. Ich bin mir zu wild hier. Ich fahre zu wild. Ich fahre zu wild. Und jetzt absenken. Und jetzt nehmen wir die hier vorne mit. Habe ich jetzt abgesenkt? Jetzt habe ich jetzt abgesenkt. So, okay. Und dann nehmen wir die zwei hier mit. Die zwei rein. Und dann können wir vielleicht sogar ein bisschen weiter rüberfahren. So. Okay. Jedenfalls fällt die einen gut ab. Okay. Haben wir. Und dann gehen wir das an. Dann fahren wir hier so rum. Hier nach oben. Dann sind wir gleich durch hier. Dann sind wir durch hier. Da war jetzt schon die letzte Tour hier, oder wie? Okay. Einschalten und absenken und Marsch geht's. Marsch geht es. Haben wir den jetzt auf? Ich sehe das nicht immer. Dann ein Stück runter. Ich von vorne anfangen. Okay. Jetzt absenken und jetzt reinfahren. Und dann haben wir die Touren. Okay. Also ich meine, für einen Schritter schlage ich mich ja ganz gut in meinem Landwirtschaftspraktikum, oder? Muss ich ja erstmal dran gewöhnen. Und dann in meinem Alter. Okay. Also, hier hoch. Nicht rumturmen. Vom Alter und so. Ich komme die nächste Runde ab. Okay. Komme jetzt ab. Okay, hier sind wir gut. Dann können wir das Thema absenken. Dann können wir hier anfangen. Ja, der spiegelt tatsächlich mir so was Gelbes an, aber auch nicht immer, wo ich was anfangen kann. Ich kenne nicht die Rückmeldung. Okay, sind wir durch. Jetzt sind wir durch. Ausschalten, hochmachen und auf Lauben. Dann Futter davon drauf, ich dann halt da. Nehmen wir die Reihe noch mit. Okay. Absenken, einschalten, gut. Dann fahren die Reihe ab. Dann fahren wir die Reihe ab. Ja, es baut auch. Es erntet der Bauer, der Kartoffelbauer beim Arbeiten.
Wer hätte das gedacht, dass ich jetzt in meinem Leben nochmal Kartoffelfelder hier abernte? Witzig, witzig. Der Simulator ermöglicht mir ganz neue Erfahrungswelten hier zu erschließen. Okay, also. Ja, die eine haben mich halt Spaß an, Leuten das zu erklären. Und ich war jetzt hier, ja genau, super, ich bin ja gleich super drauf. Einmal absenken, wie ist das? 820, wie wir den. Habe ich den jetzt abgesenkt? Ja, habe ich abgesenkt. Okay. Also laufen lassen, weiterlaufen lassen, weiterlaufen lassen. Und dann haben die jetzt hier auch gleich drin. Und sind wir jetzt wieder durch. Okay, haben wir. Und dann ausschalten, hochmachen und dann fahren wir nach oben. Haben wir so eine Reihe. Da hinten haben wir eine Reihe. Hier, dann fahren wir da mal hin. Da hinten sind wir ein paar. Hier sind wir schon bei der Nacharbeit. Okay, wir mal absenken. Und so, dann nehmen wir die Kartoffeln mal hier auf. Die halbe Reihe. Müsste ich nicht bei voll sein? Ich bin aber nicht voll. 9000 wenig. Wir fehlen also noch 1000. Also, müssen wir hier ein bisschen arbeiten. Ich war doch nicht so viel, wie ich gedacht habe. Jetzt haben wir hier. Dann fangen wir die Reise ab. Läuft der noch? Ja. Der läuft noch. Also, ich muss ihn jetzt mal so anfahren. Und dann fahren wir hoch. Und dann fahren wir das hier mal ab. Da haben wir noch was stehen lassen. Die sitzt ja auch immer so schwer. Da haben wir noch eine Reihe Stahlbe. Da haben wir noch eine halbe Reihe. Da fangen die jetzt hin. Und gehen. Dann lösen wir die auf. Und dann, ich hätte den nicht abgeschaltet, deshalb. Und ich bin immer noch nicht drin. Also, wie Sie zu glauben, müssen die auch noch einpacken dort. Mir fehlen noch 250 Liter. Das werden die Büschen nicht schaffen. Das fahren die Büschen nicht. Wir bringen die nicht. Okay. Abschalten und dann mal gucken. Wir nein, da. Stopp. Ich muss rein. Die ersten nehmen vielleicht. Dann nehmen wir die ersten. Dann nehmen wir die ersten hier. Dann nehmen wir die Stopp. Absenken. Hammer. Und Marsch. Dann können wir mal so ein bisschen einfahren. Ich habe den wieder nicht abgesenkt. Wenn ich den nicht absenke, dann kann der natürlich nichts laden hier.
Jetzt sind wir voll, hurra! Wir haben es geschafft. Also, können wir die mal jetzt fahren hier wieder. Wo stehe ich jetzt hier auf der rechten Seite, ne? Rechts fahren möchte ich den ausfahren, den auch mal. Dann ist hier. Wir fahren. Die möchte ich mit hier hinstellen. Ja, ein paar, genau. Und dann haben wir das so aus. Sind wir. Anhalten, Rohr ausfahren. Einmal Rohr ausfahren. Okay, sieht das so aus. Und dann springen wir den Wagen. Und wo sind wir jetzt hier? Hier springen wir jetzt hin. Und jetzt holen wir uns das ab hier. Ja, fahren wir mal hier runter. Okay, wie sieht das aus? Und jetzt haben wir ihn. Jetzt haben wir ihn. Hurra, hurra. Bitte nur 22.000. Okay, dann fahren wir wieder. Sind wir noch bei der beste Preis oder hat sich irgendwas geändert? Tatsächlich. Sind wir im Getreidespeicherzentrum. Sind wir da, also? Der hat nur den zweitbesten Preis. Also, fahren wir da ein, oder? Ich könnte noch was warten. Moment, worauf? Was bringt die jetzt so? 36. Also, Einstellung der Getreidespeicher. Fahren wir zum Getreidespeicher. Okay. Und Abmarsch. Und Abmarsch. Auf dem Getreidespeicher. Ich habe nicht viel weiter wie die 1. Hat er das jetzt ausgerechnet, dass dann die Differenz von 6 Euro, dass es dem Spritverbrauch entspricht, um mal zu checken, ob der dumme Bauer das schafft hier. Ja, also 366 gibt also wieder so 722. 27 müsste es ungefähr geben. Dann haben wir halt also 14.000 schon. Und da gibt es jetzt ein paar von dem Rest hier. Die bekommt dann der Rest des Sesselwort. Ja, jetzt habe ich heute 2 Felder abgeerntet. Hier geht es jetzt zum Getreidespeicher. Und hier können wir den Zug. Hier müssen wir mal durchlassen. Mit dem wollen wir uns nicht einigen. Und also was war? Er hat gesagt, dass in Bahnchen gibt es auch Gemeindespeicher. Gemeindespeicher, da kommt der Zug. Wieso fährt der jetzt nicht?
die Wette nicht. Bin genervt hier. Ich weiß ja früher drüber. Okay. Also hier geht da rechts und dann geht da links hoch. Hier haben wir ein super Feld. Ein riesiger Textfeld hier. Aber das muss man sich ja mal arbeiten. Diesen Landreichtum. Also der Reichtum des Baums besteht in den Feldern. Dass er schöne große Felder hat, dann besteht der Reichtum. Und ich habe jetzt 3 kleine Felder, 4 kleine Felder, die muss ich jetzt mal abarbeiten. Und total Schulden. Also, ja, hier haben wir Getreidespeicherzentrum und dann fahren wir mal so rein, hier so und okay, dann sehen wir, was wir hier bekommen, Getreidespeicherzentrum und hatte gesehen, dass ich Kartoffeln habe und nicht. Jetzt war er doch okay. Wie sieht das aus hier? Ja, jetzt kriegen die Kartoffeln und den Preis. Ja, ich denke, 100. Ja, super. Was haben wir jetzt heute verdient? Ja, noch nicht. Ich muss noch was fahren heute. Bin noch nicht durch. Da sind ein paar frei. Also, kommen wir jetzt mal hier rüber. Und kommen wieder runter. Ja, das sind die reichen Bauern, die fahren dann mit Mercedes einmal am Tag ihre Felder, bestaunen ihren Reichtum und auch wie der Saatstand ist. Und dann sind dann Aufträge fürs Abernten und so weiter. Ja, hier linke Seite, das ist natürlich sehr schön. Das kann man weiter beernten. Das ist schon goldgelb. Aber so ein Feld abzuhalten, das ist eine Tortur. Da brauchst du dann so mehr Anhänger. Da brauchst du dann zudem hier noch einen Anhänger, noch einen zweiten, den TDK. Da kann ich vielleicht mit 2 Anhängern fahren und dann irgendwie das Getreide irgendwie in den Silo schütten. Und dann sind wir immer noch fest hier, oder? Wieder raus, ja. Immer noch zu, oder? Ne, jetzt ist frei. War irgendwie blockiert, oder? Ja, okay. Also, jetzt haben wir das Feld auch bald abgeerntet, Nummer, was ist das, 26, ne? Jetzt habe ich 25, 26 heute abgeerntet. Jetzt habe ich noch 24 und 19. Ja. Also, ihr hört hier, ich bin voll dabei hier. Und um die Sache hier auch die Reihe zu bekommen. Ja, der Nachteil ist natürlich jetzt bei der Kartoffelarbeiterei, dass ich jetzt hier quasi, dass alle 4 Felder beschlagt sind und dass ich hier dauernd ernten muss. Und ich nehme zwar viel Geld ein, so wie heute, aber das heißt natürlich auch viel Arbeit.
und auch eintönig Arbeit. Und dann können wir mal Ruhe einfahren. Und dann können wir mal absinken hier. Den Schalten absinken. Dann fahren die Beine dann ab. Dann fahren die Beine ab. Also 20.000 haben wir von dem Feld und ja. Da sind ein paar rein da unten, die nehmen wir jetzt auch noch mit. Das wird aber auch noch 4.000, 5.000 bringen, schätze ich mal. Was haben wir jetzt? Ich will ein Stück weiterfahren. So, jetzt müssen wir hochfahren, dann fahren wir nach unten. Also, hier muss man so rein. Dann fahren wir so rein, okay. Dann stoppen, absenken, Marsch. Und Marsch. Marsch. Und dann nochmal Marsch machen. So die Fleischung komplett hier abgeerntet. Dann haben wir die abgeerntet. Okay. Dann wir die hochfahren. Und dann habe ich hier noch eine Reihe. Nehmen die noch mit. Aber senken. Und so haben wir Marsch. Und Marsch. Dann fahre ich wieder mal in die Mitte rein. Da waren ein paar. So. Die möchte ich dann auch mitnehmen. Hier habe ich schon abgeerntet. Das sind nur Treppen, glaube ich. Okay. Die müssen wir da hinten nicht mehr einfahren. Also, stopp. Stopp. Also, ich möchte die letzten 3 Reihen machen. Die letzten 3 Reihen, die möchte ich tappern. Das ist dann quasi, die bin schon durch. Okay, könnte ich entscheiden und runter und losfahren. Das ist die letzten 3 Reihen hier aber. Okay, haben wir. Sind wir durch? Nein, jetzt ist. Okay, dann Jauch. Und bevor wir jetzt sind, bevor wir noch was hier, da ist schon die Stimme, aber müssen wir da oben fahren. Jetzt mal hier so reinfahren. Mal sehen, ob hier noch was abzureißen ist. Hier vielleicht noch so. Mal sehen, ob ich hier was abkriege. Da haben wir da auch nochmal 3 Stück. Dann nehmen wir die auch noch mit. Okay. Dann fahren wir nach unten. Dann schauen wir uns mal an, was wir da haben. Ob wir dann auch wo reinfahren können. In den großen Bogen. Und dann können wir die abhärten. Ich stoppe jetzt hier so genau. Und das hier stoppe ich genau. Jetzt habe ich sie gut. Also, Abmarsch. Ich sollte ja einschalten. So.
das wieder einschalten. So. Und jetzt habe ich den gesenkt, ja. Mal gefahren. Dann fahren wir jetzt hier ab. Ich will jetzt hier rüberfahren. Und da oben und da haben wir eine welche. Da haben wir eine tiefe Saat noch. Da haben wir eine tiefe Saat. Okay. Und dann auf da oben. Ja, gibt es aber auch nicht viel mehr hier. So wie ich das sehe. Und wir am Ende. Wir sind am Ende. 22 Stunden oder wie? Das ist Samenfutter hier. Morgen mit. Und eine rennt unten, die nehmen wir jetzt mit. Dann haben wir mal so. Wir wollen die mal komplett erfassen. Dass wir schön von da hinten kommen. So. Dass wir jetzt. Stopp. Dass wir jetzt so reinfahren. Dass wir die haben. Haben wir die jetzt? Wo wir erfassen. Die können wir erfassen. Okay. Über ein Stückchen durch. Noch ein Stückchen. Hier absenken. Einschalten. Haben wir. Und dann Marsch. Der Marsch. Okay. Haben wir. Und dann nehmen wir mit. Die vielleicht auch noch, wenn wir irgendwas von kriegen. Schauen wir mal, die irgendwas absammelt oder nicht. Hier haben wir auch noch welche. 103 Stück. Ja, es bringt nicht mehr viel. Wenn wir 2200, mehr geht nicht. Sag ich mal, ich würde die mal ummachen. Und jetzt haben wir da hinten noch was stehen, da unten. Da haben wir noch was stehen. Müssen die eine rein da mitnehmen. Der ist jetzt hier wieder Abendfutter. Außer Abendfutter. Also, hier haben wir die noch eine Reihe. Die möchte ich jetzt hier einfahren. Die möchte ich jetzt hier mitnehmen. So, einmal ab. Und dann abschalten. Dann nehmen wir die mit hier. Und das war's dann. Das war's für heute. Haben das Feld geerntet. Ja, hat nicht mehr viel gebracht hier. Also, wir sind wir wieder drüben. Und den erspeichere ich mir jetzt. Ja, also, rausfahren. Und was haben wir jetzt? 2000 3000 Liter. Okay. Dann fahren wir kurz an. Und dann fahren wir die. Ja. Also was machen wir jetzt heute? Sollen wir jetzt heute noch Gras senden oder sollen wir jetzt hier schon anfangen, die Felder zu bearbeiten? Okay. Die haben wir. Diese 3000 Liter Kartoffeln. Und damit fahre ich jetzt zum Eisholen. Und dann kommt da nochmal 500. Und das, was ich heute
Also wer hat die Saatmaschine hier so in den Weg gestellt? Ja, da machen wir noch ein bisschen Gasarbeit. Wir haben 15 Uhr und dann verdienen wir noch was mit Gasarbeit. Und den Rest machen wir morgen. Morgen ist auch noch ein Tag, morgen kommen wir auch noch ernten. Also wir haben jetzt 15 Uhr, bauen jetzt mal 10 Stunden auf den Beinen von 6 Uhr, von 6 bis 16. Also das heißt 120 Minuten schon wieder. Und ja, dann hören wir morgen das große Feld abernten und dann können wir vielleicht morgen schon was sehen. Ich muss ja sehen, dass ich den richtigen Rhythmus finde zwischen Säen und zwischen Ernten. Und was ich dann so ernte. Also immer nur ernten geht auch nicht. Also wollen wir jetzt mal hier hoch. Die wir so nicht nehmen. So wie ein paar Kartoffeln. Dafür komme ich heute bei den Steak essen. Okay, haben wir. Dann einmal abladen, ja. Und was kriegen wir? 900 Euro, ja, okay. Was haben wir jetzt heute bisher verdient? An Kartoffeln, ja, an Einnahmen. Was habe ich bisher an Einnahmen? 17.000. 17.000 habe ich an Einnahmen. Okay. Dafür hatte ich gestern keine Einnahmen. Hatte ich gestern keine Einnahmen? Da hatte ich dann nur, also, das war der letzte Tag. Da habe ich die Uhr vorgestellt und so, wie so ein Zeitsprung hier. Da habe ich halt nur Zinsen zu bezahlen. Jetzt okay. Und dann sind wir jetzt bei 17.000. Jetzt holen wir nochmal 10.000 vielleicht von den Ballen. Und ja. Morgen machen wir auch wieder 17.000 von dem anderen Feld. Das bringt auch mal Feld das große. Weil uns morgen nicht regnet. Ja, momentan haben wir Sonnenschein. Und also Kartoffeln kann man vielleicht in der Erde lassen, oder? Vielleicht länger. Wie lange jetzt? 1, 2 Tage. Wann fangen die an zu fallen? Das hängt voll mega ab. Oder? Weiß ich nicht genau. Also normalerweise kann man die Kartoffeln ja lagern. Und warum soll man die nicht im Feld lassen? Die sind nicht geschützt, aber werden vielleicht auch angefressen. Okay, haben wir. Also, 26, 27 Jahre, können wir mal wieder wechseln. Und die kann ich jetzt hier auf meinen Stammplatz fahren. Jetzt ist der Stammplatz für den Ergometer. Ich stelle sie ihm ab. Okay. Ich will den ja, die brauche ich heute nicht mehr. Okay. Und dann fahren wir jetzt zu dem anderen hier hin. Das kippen wir erstmal so aus. Rein. Okay. Das ziehe ich jetzt mal. Und jetzt fahren wir zum anderen Feld, wo das wird demnächst werden morgen vielleicht. Das Feld, das wird demnächst beenden. Und bevor den da jetzt so, dass ich ein bisschen gut aufstehe.
Effekten der ersten Reihe. Das Effekten der die letzten Reihen stehen. Haben wir jetzt 2 oder 3? Hier kann ich so. Die muss ich glaube ich eine. Da habe ich einen auf der rechten Seite. Okay, haben wir. Und ja, jetzt machen wir erstmal ein bisschen wechseln. Ein bisschen wechseln mache ich erstmal zur Abwechslung. Und dann einschalten. Und nochmal wechseln, hinten auch einschalten. Und die Abwechslung. Und ja, die vorne ist der Abwechslung. Ja, okay, wir können fahren. Wo wir das Gas abgeben vielleicht. Okay, dann merken wir hier das Gas ab. Und wenn das überhaupt schon optimal ist, ja. Das habe ich ja gestern gemeldet. Oktober kommen wir aus. Also hier haben wir noch zu melden. Doch, ist schon wieder nachgewachsen. Ist schon wieder nachgewachsen das Gas. Das wächst sehr gut. Das wächst sehr gut, da brauche ich nichts zu tun und nichts. Ja. Okay, haben wir schon mal einen geschafft. Wie ist eigentlich der Preis für Ballen heute? Wie meine Ballen? Für Ballen bei 300. Bei 300. Das heißt, ich müsste 500 einen Ballen bekommen. 300. Ein guter Preis. Das ist ein guter Preis. 300. Da wollen wir mal den Weg kommen. Also, müssen ja 600 sein, ne? 4000 Liter. Und wenn es 100 Liter gibt es 300. Dann heißt das, müssen wir was abwerfen hier. Kaufrechen schwach oder wie? 300 Liter. 300 mal 4 sind 500. Also 1200. 1000 sind dann 3000. 1000 Liter sind dann 1099. Und ja, sieht nach einem guten Preis aus. Auf jeden Fall. Wenn der sich so hält, bis ich hier damit fertig bin, wird der Preis sich schon wieder senken. Nimm an, der Computer rechnet das hier mit aus. Der weiß dann auch, wie viel ich jetzt hier abmähe, wie viel Gas, und wie viel Ballen dann kommen vielleicht. Da bin ich noch gar nicht da, hat er schon ausgerechnet mit den Ballen, die ich verkaufen möchte. Dann, dass ich dann durch einen neuen Preis erziele, wo die auch gar nicht auf dem Markt sind quasi.
Okay, wir drücken ab bitte. Aber ja, ich bin in Afrika Gastfeier und ja, das Gas rettet mich quasi. Also an den trockenen Gegenden besonders. Heute haben wir einen guten Tag, heute können wir ernten, aber ob morgen ein guter Tag ist, weiß ich nicht. Aber das geht von heute haben wir dann schon mal. Das sinkt dann schon mal die Zinsen und das heißt, die Zinsen sind dann niedriger. Was habe ich heute gehört von 1% oder so? Dann fahren wir hier hoch und machen wir das schöne Reste mit. Nehmen wir das mit ab. Dann sind wir schon wieder voll. So, mal abfassen. Ja, also dass ich so die richtige Mischung ausfinde zwischen Arbeit, zwischen Kartoffelarbeit und zwischen ja, Kreisarbeit und zwischen sonstiger Arbeit. Und zwischen denen, wollte ich sagen, zwischen denen und da wollte ich nicht hin jetzt. Ja. Nur über die gefährlichen Bäume, die einen dann so festhalten, das Leben schwer machen. Aber sogar so ein kleiner hier. Muss ich jetzt hier durch oder? Ich hänge wieder fest. Wer hat den da hingepflanzt? Funktioniert hier? Okay. Sind wir schon wieder voll. Wieder voll. Ich warte noch darauf, den Tag, wo ich von meinem eigenen Bein überholt werde. Wenn ich also hier drin sitze, dann rollt der Bein an mir vorbei. Okay. Jetzt haben wir hier einen super schönen Platz. Wenn wir hier vorbeifahren vielleicht, wir uns das hier auch ab. Da ist ein Bein also. Okay. Dann fahren wir jetzt hier hoch. Machen wir hier den Tour hoch. Ins Gas rein. Ja, hier in der Setzung gibt es nicht mehr viel Gas. Hier gibt es nicht mehr viel. Die habe ich gar nicht geerntet. Da kann ich mal, wenn das ja jetzt das mitnehmen beim zweiten Mal. Und ja, mit dann nebenan. Da war ich knapp am Morgen vorbei. Ja, ob das jetzt umwelttechnisch hier so gut ist, weiß ich nicht genau. Hier das Gas zu mähen,
zwar harmlos aus, aber man müsste mal einen Biologen fragen, was der Biologe sagt, ob das jetzt gut ist, erstmal ökologisch oder nicht. Und bin hier wieder voll, okay. Ja, dann Plan. Also, was haben wir? Also gleich das herum, 16 Uhr. 16 Uhr quasi 10 Stunden habe ich bald 12 Stunden habe ich. Fangen wir hier runter, fangen wir drauf, nehmen wir das hier mit und dann wollen wir schon weiter. Dann fangen wir hier um. Hier haben wir noch jede Menge hingelassen. Das suchen wir jetzt mal auf. Ja, das ist immer, wenn ich am Turm bin, dann vergisst sich dann hier die Anzeige zu beobachten. Dann liegen hier bei so einem grünen Streifen. Dann machen wir so hoch. Dann sind wir wieder voll. Und wieder anpassen. Ja, also ich habe 10 Uhr in der realen Zeit. Ich war automatisch schon einkaufen. Und quasi mein wirkliches Leben nicht komplett zu vernachlässigen. Ich brauche Lebensmittel und so. Vor lauter Spielen hier. Also, ich habe 2 Würfel quasi. Da ist wie ein dicker Schwaden hier, den ich nicht mitgenommen habe. Den nehmen wir jetzt mal mit. Den nehmen wir jetzt mal mit. Da liegt er. Wenn ich den anschubsen. Was passiert, wenn ich den mal anschubse? Sind die mir jetzt dann übel oder? Sind die nachteilig, die Ballen? Manchmal habe ich den Eindruck. Dann stellen die sich quer. Also, wo sind die mal unter? Kann ich mal hier wieder einen fertig machen? Dann können wir hier weiterfahren. Ja. Eine schöne Arbeit hier. Finde ich. Gefällt mir momentan. Kratzmähen. Man sieht irgendwie den Erfolg. Man sieht irgendwie den Erfolg. Virtuell hat das den Reiz des Spiels aus. Ich weiß nicht genau. Dass ich ja sehe, dass ich hier das Gras mähe oder dass die Kartoffeln geerntet werden. Dann schaue ich nach hinten und sehe ich das Bild. Jedenfalls schaut mich das an. Also, der Kartoffel- und Grasernter und der Hühnersammler, der Eiersammler, der Hähnchenausbeuter. Ja, das war also das andere Spiel, der andere Hof. Da habe ich also mit Hühnereiern und mit Hühnereiern, ja, muss man halt ein bisschen aufpassen, dass man jetzt hier davon nicht so schnell aufs Gas drücken. Der geht hier ab.
der geht hier ab. Der sich ungünstig gemacht hat, der steht wieder ungünstig. Okay. So wieder voll. Wir sind wieder voll. Okay, und weiter geht es. Und weiter geht es mit dem Feldmähen. Wie habe ich ihn denn eigentlich? Also, das Ganze ist eine richtige Kältgrube hier. Damit könnte ich eigentlich so Schafe halten mit dem Katz. Ich weiß nicht, wie die Schafe, wie viel Gras die fressen, aber da brauche ich dann so einen Anhänger für das große Gras. Dann sammle ich das nicht in Ballen, sondern in, ja, ob die dann auch die Seite mögen, weiß ich nicht. Dann sammle ich das Gras ein, habe ich dann 20.000 Tonnen, das kann ich dann auch speichern und dann vielleicht mal so sehen, dass man, wie sieht es aus, bin schon wieder voll, so sieht es aus, bei 20.000 Tonnen. Und außerdem möchte ich auch mal, also es gibt ja Art von Sämaschinen, die Mehrkornmaschine, dann meine Getreidesämaschine, die ich habe, und jetzt ist die Karoffelernter, den ich jetzt hier neu gekauft habe. Der kann aber nur Kartoffeln säen. Aber um jetzt quasi Rüben zu säen, brauche ich den Mehrkorn-Sämaschine. Und die kann dann auch die anderen Daten säen, die ich bisher nicht gemacht habe. Mit Sonnenblumen und so. Und jetzt momentan finde ich das ein bisschen wie Manko, dass ich jetzt keine Sonnenblumen machen kann und keine anderen Sachen. Weil ich möchte dann doch nicht nur Kartoffeln haben, sondern vielleicht auch ein paar andere Sachen. Also fangen wir jetzt mal rückwärts hier hoch. Wir werden immer ein Schuhbett. Okay. Ja, also dass ich Zuckerrüben mal vielleicht anbauen kann. Ich habe im Moment schon genug zu tun, aber ich möchte die Erfahrung noch haben, wie die Zuckerrüben einbringen. Wo ich jetzt gerade hier bei dem, wir haben hier was liegen lassen. Nehmen wir das mal mit. Okay, dann fangen wir das Grüne rein. Dann sind wir schon wieder durch. Und ja. Also wenn ich heute durch die Ballen nochmal 10.000 einnehme, hätte ich heute 27.000 verdient. Was ein guter Preis wäre. Was eine gute Einnahme wäre. Im Vergleich dann gestern zu den Preisen von gestern und so. Ich muss ja nicht jeden Preis abmähen, aber ich mähe einfach ins Gas ein und dann schaue ich, dass ich da hinkomme und dann ich wieder festhält, wieder an den Baum vorbei. Der Baum steht wieder im Weg. Irgendwie jemand hat die so gepflanzt, dass die immer im Weg stehen. Ja. Also Hühner kann ich jetzt und Kartoffeln bin ich dabei. Das zu erwerben.
Und in Zukunft weiß ich nicht. Und dann brauche ich dann wieder eine Schneidwerk. Also, um die ganze Palette hier abzufedern, brauche ich ganz eine Maschinenrepertoire. Ich habe jetzt nur Maschinen für Kartoffeln oder der andere Hof, der hat nur Maschinen für Gemma-Maschinensorte. Haben wir genug getan. Machen wir Feierabend. Was haben wir jetzt? 17 Uhr, ja. Dann fahren wir die Maschine mal runter. Dann miteinander gespannt. So, ich weiß nicht, ist hier noch eine drin? Habe ich noch eine Köcher oder wie ist das? Ich fahre jetzt mal dahin, stelle das Geldband dort hin und dann gucken wir hier mal. So, das war's dann hier. Dann fahren wir mal dahin, dann spanne ich mal den Usus an und dann dämmern wir mal die ein und bringen wir mal was zu schauen ist. Eine meiner liebsten Tätigkeiten, also Gras verkaufen, gepresstes Gras, gepresste Grasballen. Okay, haben wir. Dann Balken haben wir auch. So, ausfahren geht auch. Und jetzt auf den Ballen. Da hinten ist der erste. Den nehmen wir jetzt mal auf. Nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist die Nummer 1 hier. Dann haben wir dann Nummer 2. Damit Nummer 2. Nummer 2. Und dann habe ich dann Nummer 3. 3 Stück, ne? Die beiden alle oder habe ich einen gelassen? Der kommt jetzt dann Nummer 4. Also 4 Stück hier. 4 Stück. Okay, dann haben wir dann noch einen. Hier. Und dann Nummer 5, aber da haben wir Nummer 5. Nummer 5. Dann haben wir dann Nummer 6. Jetzt sind wir weit drunter gerollt. Da hatte ich schon Nummer 7. Okay. Und dann haben wir noch hier. Da den nehmen wir auch noch mit. 7 haben wir jetzt, ne? Jetzt haben wir 7. Und jetzt muss ich dann sehen, dass ich Nummer 8 hole. Da liegt Nummer 8. Okay. Nehmen wir die mit hier. Nummer 8. Okay, haben wir. Damit können wir zur Scheune fahren. Dann liegen vielleicht noch 2, 3 rum. Auch, okay, erstmal hochfahren den Bügel und dann fahren wir zur Scheune. Mal sehen, was wir an Preise kriegen bei der Scheune. Und ich mal gleich nachschauen. Jetzt mal nachschauen. Der Preis ist also 295 sind. Also das heißt, müssen 600, das müssen 600, 500 sein. 1200? Fast. Okay. 1200. Also Moment, 300, 400. Und für 4000 gibt es dann 4 mal 300.
1200. Mit diesen Beinen mal 1200. Das heißt, für 8 Beine gibt es dann 8000, 9600. Ja, das ist ein super Preis, wenn man nicht meckern. Aber gestern dabei, bei 3700, da war ich ja geknickt. Gestern mal Regentag, gerade da habe ich die Einnahmen eigentlich, hätte ich die gerne gehabt, aber okay, dann komme ich so rüber. Und das war's dann ja, ne? Okay, das heißt ja, mal so, wir sind ja drin, also, es gab ein Hochfahren und was hat der Preis? 9400, ja, kommt dahin, habe ich doch gesagt. Ja, also, wir hochfahren. So, ja, die sind wieder hier einfahren. So, ja, gut, haben wir also fast 10.000 Leute genommen, nur noch 2 Beine, die wir gewonnen haben, die von, also wir kriegen 4 Beine, mal sehen, was ich dann einsammeln kann, und ja, super Preis also. Also diese Idee, davon eine Schrankendetektor anzusetzen und das Gespann gleich so zu lassen, das könnte ich vielleicht Mühlenhof auch übernehmen. Da brauche ich nicht dauernd den Detektor zu wechseln. Aber das heißt wieder ein zusätzlicher weiterer Detektor, nur 420.000. Das Geld muss halt mal verdient werden. Das Geld muss halt mal verdient werden. Aber okay, jetzt, wo seid ihr? Wo seid ihr? Die lieblichen Ballen, da ist meiner. Wo seid ihr, lieblichen Ballen? Da liegt einer. Den wir jetzt auch mal gleich mit hier. Das ist wieder die Seite Gold. Aber, okay. Und dann fangen wir gleich um. Wenn du meinst, dann Nummer 10, Nummer 2, ne? Das ist Nummer 2. Das ist Nummer 2. Okay, was haben wir jetzt noch? Müssen mehr liegen irgendwo nicht. Es sind nur 2 Stück. Da ist eine. Nummer 3. Da ist ja Nummer 4. Nehmen wir also erstmal den. Und dann nehmen wir den hier. Okay. Und hat das war das alles hier, oder? Der ist ja ziemlich robust hier. Der ist ja robust. Hier haben wir nichts mehr. Ich glaube, das war schon 4 Stück. Ja, okay, haben wir 8, 12 rein. Reicht doch. Also, wegbringen. Haben wir den hier auch. Wie ich ja gerne meine.
Ich erspähe hier dort so eine hellen Lichtflecke, die sehen dann aus wie Ballen, aber das sind ja keine Ballen, das ist der Himmel, der zwischen den Bäumen durchscheint. Ja, eine gleich beendet, 18 Uhr. Ein erfolgreicher Tag, ein Erntetag. Ich habe heute nichts anderes gemacht wie Ernten, ne? Ja gut, morgen müssen wir ein bisschen gucken. Und dann müssen wir, ja, kommen wir etwa 30 Stunden oder dann 30 Stunden annehmen. Und genau, ne? 12 Stunden müssen ich ungefähr hier dann bekommen. Okay. Also, nächstes Mal, okay, am Abfahren und am Auffahren, 4 Stück. Sehr schön. Kann ich mich auch nicht daran das gesehen, sehr schön abgibt. Okay, gibt 4700, ja, super. Also wieder abfahren. Machen die Bügel rein. Okay. Müssen wir sehen. Okay. Also, das Lenkrad. Ich steige das dann an, dann haut er plötzlich ab hier. So schnell kann ich gar nicht. Wenn ich jetzt wieder loslasse, okay. Dann schwingt das Herz und so. Ja. 18 Uhr, was macht ihr bei heute noch? Ich muss ja mal die Lage peilen, den Überblick. Also, ein super Tag heute. 10 Stunden auf den Beinen, 12 Stunden. 2 Felder abgeerntet, das ist zu schaffen. Und dann ein Kreis gemäht. Aber natürlich hatte ich gerade vergessen, kaum Tage. Da habe ich dann nur durch die Gegend quasi. Ja, okay. Also, was ist die Lage? Die Einnahme? Also Einnahme. 14.000 haben wir durch Warenverkauf und 17.000 durch Kartoffelernter. Sind 31.000, genau, haben wir. Und Ausgaben haben wir heute keine, kommen dann noch 1100 Zinsen dazu. Das heißt, wir können da mal was zurückzahlen vom Kredit. So, das sollte reichen. Am sind wir bei 300.000. Okay, eine gute Saison, sage ich mal. Und morgen werden wir auch wieder gut ernten. Haben wir noch 2 gute Felder. Oder ein gutes Feld. Morgen vielleicht zweimal Gras fahren. Mal gucken, wie sieht das jetzt hier. Da wollte ich den. Also das Feld und das Feld. Die müssen abgeerntet werden. Und die sind fertig. Dann mache ich die morgen, wenn ich die bearbeiten. Und hier will ich das morgen abernten. Und die 2 vielleicht ernten und Gras mal. Das bringt dann vielleicht nochmal 20.000, 7.000. Dann muss ich morgen Gras mähen, 16.000. Und dann mache ich morgen die 2 Felder und das
Und die Bodenbeschaffenheit muss gedüngt werden. Ja, das mache ich ja gleich mit der. Das mache ich ja gleich mit dem Flüssigdünger, dass ich dann die gleich überfallen. Ja, okay. Könnte ich heute sogar machen. Dass ich morgen gleich so mit dem Dünger, dass ich morgen gleich Kartoffeln lege, Nordkartoffeln lege. Und das machen wir morgen. Okay Leute, das war's jetzt mal von hier von meinem Tag.